Hallo, mein Name ist Julius und ich bin Leveldesigner bei Emergency 5. Das hier ist das erste Video zu einer Reihe von Videos zu den Grundlagen des Editors und hier wird es jetzt primär erstmal darum gehen, kurz die Navigation vorzustellen, wie man eine Map lädt, die wichtigsten Funktionen zu zeigen und ein Objekt zu platzieren und anhand dieses zu zeigen, wie das ganze Prefab-System im Grunde funktioniert. Es geht hier wirklich nur um die Grundlagen, darum nicht wundern, wenn ich auf die Sachen nicht im Detail eingehe. Das ist mit Absicht so, damit für die anderen Videos noch genug Content da ist, der auf jeden Fall auch da ist. Ich werde hier alles nur etwas anschneiden und auch nicht auf jedes Fenster separat eingeben, sondern eher so einen generellen Überblick über den Editor versuchen zu geben und ich hoffe, das gelingt mir. Ich habe zu diesem Zweck mal München aufgemacht. Wenn ihr den Editor zum ersten Mal öffnet, dann wird wahrscheinlich eine leere Map dort sein. Ihr könnt über File, Load Map eine andere Map aufmachen. Hier sind natürlich auch sämtliche Testmaps drin, die wir so in unserem System haben, aber auch die großen 4. Könnt ihr euch einfach eine Map laden. Wenn ihr dann hier drin seid, werdet ihr gleich in der Szene euch bewegen können. Was allerdings hier standardmäßig eingestellt ist, wenn man auf dieses Kamerasymbol geht, Camera Mode, ist die Orbiting-Kamera. Die ist nicht optimal zum Arbeiten. Ich nehme dafür lieber die Free-Move-Kamera, weil mit der kann man sich, wie der Name das so schön sagt, sehr frei im Raum bewegen. Um sich zu bewegen, drückt man die rechte Maustaste, dann kann man sich mit der Maus umsehen. Mit WASD kann man durch die Map navigieren und wenn man Shift gedrückt hält, geht WASD schneller. Wenn man Steuerung gedrückt hält, geht es langsamer. Das ist natürlich praktisch, wenn man hier mal irgendwie näher ran will und das sich in Ruhe angucken kann und irgendwelche Details erkennen will, kann man mit Steuerung hier sehr schön drum und navigieren. Ein wichtiger Punkt zur Kamera ist, dass man hier auch die verschiedenen Kameramodes, die Game-Kamera sich anschalten kann. Dann hat man genau die Spielekamera, nämlich so wie es im Spiel ist, mit den gleichen Restriktionen und kann sich angucken, wie die Stadt, die man gebaut hat, im Spiel aussehen wird. Ist praktisch, wenn man mal Gebäude baut, die etwas höher sind und gucken will, ob die im Weg stehen oder ob etwas aus der Spielkamera vielleicht ganz anders aussieht, als man das so geplant hat, weil man die ganze Zeit viel zu nah dran gezoomt war. Natürlich haben wir jetzt hier nur ein großes Fenster offen, nämlich den Viewport, wo man die ganze Map sieht. Man hat aber noch keinerlei Informationen zu den Objekten. Wenn ich jetzt hier ein Objekt selektiere, dann, ich mache hier auch mal das Grid aus, dann habe ich noch keine Informationen. Ich kann es zwar umherbewegen, dazu komme ich auch später nochmal, was man hier alles noch machen kann mit den Tools. Aber ich sehe keine Informationen. Dafür muss ich mir erstmal ein weiteres Fenster öffnen, nämlich die Object Properties. Die sind jetzt hier bei mir in der Seite und zeigen mir sämtliche Informationen dieses Meshes, dieses Prefabs, was dort alles dran gelinkt wurde. Darauf gehe ich jetzt nicht weiter ein. Das wird nochmal in einem eigenen, separaten Video erklärt. Aber ich möchte jetzt hier nur zeigen, dass man dieses Layout sich auch anpassen kann. Das heißt, man kann dieses Fenster nehmen, man kann es als Pop-out sicher hinstellen, man kann es sich aber auch auf die andere Seite schieben. Man kann weitere Fenster aufmachen, den Object Browser, der sämtliche Objekte in der Szene auflistet, kann man sich aufmachen. Diesen auch wieder woanders hinschieben, auf die andere Seite. Dann kann man sich dazu noch den Prefab Browser aufmachen und diesen könnte man zum Beispiel auf das gleiche Fenster schieben wie die Object Properties und dann kann man zwischen den beiden hin und her schalten. So kann man sich auf sehr schnelle und eingängige Art und Weise ein Layout zusammenbasteln und dieses dann verwenden. Ich sag gleich, dass es mit 2 Bildschirmen wesentlich einfacher ist und jeder, der mal ein 3D-Programm benutzt hat, das wahrscheinlich auch kennt und zu schätzen weiß, denn dann kann man diese ganzen Sachen als Pop-out auf den zweiten Monitor auslagern. Wir haben jetzt hier nur einen Bildschirm zur Verfügung, darum müssen wir es irgendwie so hinkriegen. Ich habe da mal was vorbereitet wo ich ein Layout mir schon zusammengebaut habe, werde es hier mal laden und dann sieht man, dass es hier ungefähr so wie man arbeiten könnte und man hat immer noch genug Platz, um sich umzugucken. Layouts speichern und laden macht ihr über Customize, Save Layout und Load Layout, ist relativ selbsterklärend und ihr könnt euch eure eigenen Layouts hier zusammen basteln. Nun wollen wir mal ein bisschen auf die wichtigen Fenster eingehen. Da haben wir einmal die Object Properties, die wir schon gezeigt haben. Die zeigen sämtliche Informationen zu einem Prefab, was man in der Szene anwählen kann. Wir haben den Prefab Browser, den ich mir mal hier rüber schiebe.
Dort kann man jegliches Objekt im Spiel auswählen, finden und auswählen und dann in der Map platzieren. Das werden wir auch gleich mal machen. Erstmal aber noch der Object Browser, der sämtliche Objekte in der Map anzeigt. Zum Beispiel, wenn ich hier nochmal drauf drücke, dann sehe ich, das hier ist ein Advertisement 3 Pillars Objekt. Und das ist in dem Layer, Base Layer. Da sehen wir auch gleich, die dick gedruckten Sachen sind Layer und in diesen Layern sind Objekte. Das dient einfach der Übersicht und auch kann man diesen Layern bestimmte Properties zuweisen und die dann per Code ein- und ausblenden lassen. Zum Beispiel haben wir hier World Event Layer, die nur angezeigt werden, wenn dieses World Event auch stattfindet, oder ganz aktuell der Christmas Event Layer, der nur angezeigt wird, wenn es Weihnachten ist. Von daher, Layer sind eine feine Sache und sollten benutzt werden und dienen natürlich auch der Übersicht. Dann hier unten habe ich einmal das Debug-Log, welches mir sämtliche Fehler zeigt und sämtliche Informationen, die mir der Editor bereitstellt, auflistet. Ist sehr praktisch, wenn hier mal was rot ist, so wie in diesem Fall, ist das erstmal primär nicht so gut und man kann sich das Ganze genau angucken und analysieren. Man kann sich das Ganze auch öffnen, also diese Directory öffnen, indem man Rechtsklick reinmacht und Open Log Directory aufmacht. Ist auch in den App-Data und das ist ein ganz einfaches Textfile und dort kann man reingucken und so gucken, was hier so passiert in der Map. Das ist natürlich auch praktisch, wenn der Editor mal abstürzen sollte, denn dann kann man in die Log gehen und gucken, was die letzte Information ist, die ausgegeben wurde. Hier rechts haben wir noch die Undo History. Das ist auch eine feine Sache, denn die trackt jeden Schritt, den man macht. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal hier wild die Sachen rum selektiere und vielleicht auch verschiebe und alles irgendwie kaputt mache, kann ich hierüber ganz einfach wieder in einen Status zurückgehen, wo ich das noch nicht gemacht habe, denn jeder Schritt wird gespeichert. Ich könnte jetzt hier auf Select Entity zurückgehen und dann ist alles wie vorher und ich muss mir keine Gedanken darüber machen, dass ich jetzt hier die Map zerstört habe. Natürlich geht dieses Zurückgehen auch, wenn man das traditionelle Steuerung und Z drückt, aber das ist natürlich hier eine übersichtlichere Lösung. Ist jetzt aber auch nur ein optionales Fenster, benutze ich nicht immer, kann man sich auch hinter den Debug-Log schieben oder wohin man das denn gerne möchte. So, jetzt wollen wir doch mal ein Objekt platzieren. Wir nehmen hier einfach mal, dafür gehen wir in den Prefab-Browser, der nicht auf dieser Seite ist, sondern auf dieser Seite. Und dort sehen wir gleich mal, dass, wenn ich hier auf All gehe, dass wir eine Menge Objekte haben im Spiel. Und da ist die Übersicht natürlich schwierig. Dafür gibt es allerdings Kategorien, die man hier anwählen kann. Und wir wollen jetzt hier einfach mal ein Gebäude platzieren. Darum nehmen wir mal Building als Category und gehen hier mal in Building Kiosk. Nehmen dieses Prefab und jetzt muss man dieses einfach nur anklicken, einmal in die Szene gehen und sieht, man hat es am Mauszeiger sozusagen kleben. Wenn man jetzt einmal drückt, wird es platziert. Jetzt muss man allerdings nochmal die rechte Maustaste drücken, damit man nicht noch eins platziert, fehlerhafterweise. Nicht ablenken lassen von dem gelben Kreis hier, das ist nur eine Debug-Anzeige. Wenn ich das Objekt deselektiere, ist der nicht mehr da. Und jetzt habe ich erfolgreich diesen Kiosk in die Szene geladen. Ich gehe jetzt nochmal zurück mit Steuerung Z und zeige, dass es auch per Drag and Drop geht. Jetzt halte ich die Maustaste gedrückt und lasse sie los und er ist wieder da. Ist aber eigentlich der umständlichere Weg in dem Fall. Ich mache es meistens so, dass ich einfach einmal klicke, nochmal klicke und dann nochmal rechte Maustaste. Ganz praktisch ist hier auch, besonders bei Gebäuden oder parkenden Autos, die in Parkplätzen platziert werden, dass man, wenn man beim linke Maustaste klicken, die Maustaste gedrückt hält, das Ganze schon rotieren kann und so schon mal annähernd richtig ausrichten kann. Da kommen wir dann auch gleich zu den Transformationstools. Da haben wir einmal das normale Verschieben. Ich nehme mal hier was anderes, was nicht diese Debug-Anzeige hat. Das hier, ganz normales Grid, ganz normales Drei-Achsen-System. Ich kann es an einer Achse verschieben, ich kann es an zweien verschieben und so weiter und so fort. Dann kann ich hier oben durchschalten, das ist Rotieren. Und hier kann ich skalieren. Beim Skalieren wäre ich vorsichtig. Generell gilt es, ist es eigentlich ein Gesetz, ein ungeschriebenes Gesetz meistens, dass Objekte im Editor nicht skaliert werden, einfach weil die eine gewisse Texturauflösung haben, die auf ihre Größe optimiert ist. Und wenn man jetzt hier die Säule zu groß skaliert, dann wird es sehr verwaschen.
weil das natürlich eigentlich ein kleineres Objekt ist im Originalen und skalieren ist immer eine blöde Sache. Sollte man generell nicht machen und wenn, dann nur sehr in sehr kleinen Schritten. Bei Bäumen, bei Büschen kann man es noch ein bisschen ungefährlicher machen, weil man dort es nicht sofort sieht, aber zu groß dürfen die natürlich auch nicht werden. Bei sowas ist es auch immer ganz praktisch, wenn man in die Game-Kamera geht und guckt, ob dieses Objekt bei der höchsten Zoom-Stufe noch gut aussieht. Denn so wird es im Spiel sein und nicht anders. Und das ist immer ein ganz gutes Instrument, um zu überprüfen, ob die Map, die man gerade designt, auch wirklich gut aussieht im Endeffekt. Dann gibt es 2 ganz wichtige Tastenkürzel, die ich eigentlich immer benutze. Und zwar ist es zum einen, wenn ich ein Objekt selektiert habe, die Kamera aber gerade ganz woanders hin zeigt, nämlich hier irgendwie beim Nachbarn ins Fenster reinguckt, dann kann man Z drücken und man landet direkt wieder an dem ausgewählten Objekt. Sehr praktisch und wird oft benutzt. Ich kann auch einfach ein Objekt hier im Object Browser mir anwählen und Z drücken und schon fliege ich dorthin. Die andere Sache, die ich gerne zeigen würde, ist die G-Taste. Wenn man jetzt ein Objekt in die Map sieht, dann sieht man, dass dieses automatisch auf dem Boden platziert ist. Das liegt daran, dass der Pivot von dem Objekt, also die Koordinatenmittelpunkt des Objekts, direkt auf dem Nullpunkt liegt und so das Objekt direkt auf der Fläche liegt, auf der es platziert wird. Wenn ich allerdings hier auf diese Ampel, auf diese Lampe den Mauszeiger zeige, dann wird dieses Objekt auf dieser Lampe platziert, denn da war der Mauszeiger und da ist der Nullpunkt des Pivots. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache und das kann immer mal wieder passieren oder man verschiebt aus Versehen ein Objekt in die Luft und möchte es jetzt wieder auf dem Boden haben. Nun könnte man das natürlich per Hand machen, ist aber manchmal vielleicht nicht ganz so genau. Und man hat dann plötzlich das Problem, dass sich das Ganze im Boden versenkt oder wenn man später das Terrain anpasst, dass es genau andersrum passiert. Daher gibt es die G-Taste, die das Ganze wieder auf dem Boden snappen lässt. Ganz praktisch, wenn man viele Objekte platziert hat. Man kann auch mehrere Objekte gleichzeitig anwählen mit der Steuerungstaste, das Ganze hochheben und dann G drücken und alles landet wieder auf dem Boden. Generell selektieren, Multiselektion geht per Steuerungstaste, man kann mehrere Objekte anwählen, unbegrenzt viele. Und wenn ich jetzt diese Bank angewählt habe per Steuerung und dann nochmal draufklicke, dann ist sie wieder abgewählt. Eigentlich selbsterklärend, aber man sollte es zumindest mal gezeigt haben. Generell kann man auch sämtliche Keybindings im Editor anpassen, indem man auf Customize geht und dann den Shortcut-Mapper sich aufmacht. Dort sieht man eine große Auswahl an Funktionen, denen man eigene Keybindings zuweisen kann. Ich zum Beispiel habe das gemacht mit den Transformationstools, mit Bewegen, Rotieren und Skalieren. Die sind bei mir nicht auf 1, 2, 3, wie es ursprünglich der Fall ist, wenn man das Programm zum ersten Mal aufmacht, sondern auf Q, I und R. Hat einfach den Hintergrund, dass es bei den 3D-Programmen, mit denen ich arbeite, auch so ist und ich mich schon mal daran gewöhnt habe und das nun hier auch so mache. Die Keybindings werden außerdem mitgespeichert, wenn man das Layout speichert, was natürlich sehr praktisch ist, wenn man die einmal mühselig eingestellt hat und nicht wieder verlieren möchte. Ich möchte mal ganz kurz nun erklären, was überhaupt ein Prefab ist und was es damit auf sich hat, denn das ist eine grundlegend wichtige Information, wenn man mit dem Editor arbeitet, weil eigentlich alles auf Prefabs basiert und deren Abhängigkeiten miteinander. Deswegen, ich versuche das jetzt so schnell wie möglich zu machen und so einfach wie möglich, denn das ist ein riesen eigenes Thema, was auch in einem eigenen Video besprochen werden wird. Aber jetzt zur Verdeutlichung, wenn ich ein Objekt in die Szene ziehe, dann gehe ich von einem Grund-Prefab aus. Das sind alles Prefabs. Das sind also sozusagen Gruppen, in denen Informationen gespeichert werden. Wenn ich dieses Objekt jetzt hier anwähle, dieses Prefab, und mir die Properties mal angucke, sieht man, hier sind eine Menge Informationen gespeichert, die auf diesem Objekt liegen. Das ist bei jedem Objekt so, das ich hier reinziehe, also von der gleichen Gattung. Die haben alle genau die gleichen Sachen hier definiert. Wenn ich jetzt aber global für diesen Kiosk etwas ändern möchte, zum Beispiel, der Kiosk ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil das besteht alles aus einem Mesh, aber wenn ich eine Trash Group nehme, ich bin hier nicht im Prefab-Browser. Wenn ich hier eine Trash Bin Group nehme, also eine Gruppe an Mülleimern, nehmen wir mal hier so eine,
und jetzt die hier platziere, dann wird das automatisch zu einer Instanz dieses Prefabs. Denn ich habe es in der Map platziert. Das sind alles Instanzen des gleichen Prefabs. Wenn ich jetzt das Grund-Prefab ändere und hier zum Beispiel die Mülleimer rauslösche, und den großen löschen wir auch mal, dann habe ich eine andere, ein bisschen Variation hier drin, möchte jetzt, dass das hier das neue Prefab wird. Dann gehe ich hier rechtsklick, Prefab, Save Prefab, okay. Und nun ist die Grundinformation verändert worden. Die anderen haben sich auch noch nicht angepasst, obwohl dieses alles Instanzen sind, die eine Zugehörigkeit zu diesem Prefab haben. Um dies darzustellen, müssen die erstmal geupdatet werden, denn automatisch wird das nicht gemacht, damit nicht alles sich in der Map automatisch verändert. Da muss ich erstmal Rechtsklick drauf machen auf alle anvisierten Trashbin-Groups hier und Update from Prefab. Jetzt haben sie sich alle dem neu abgeänderten Prefab angepasst und sehen gleich aus. Das ist wichtig zu wissen, dass es hier immer eine Zugehörigkeit gibt und alle Instanzen von einem Prefab abhängig sind. Man kann das umgehen, indem man ein Prefab reinstellt und dieses dann die Informationen, also ihm sagt, dass es kein Prefab mehr ist, indem man auf Disband Instance Station from Prefab geht. Das sind aber alles weiterführende Sachen, die in einem anderen Video erklärt werden. Grundsätzlich ist es aber wichtig zu wissen, dass diese Zugehörigkeit besteht und dass alles irgendwie zusammenhängt. Man muss also immer das im Hinterkopf haben, wenn man mit dem Editor arbeitet. Zu guter Letzt gehe ich jetzt noch mal ganz kurz auf diese Leiste hier unten ein, in der man sich noch mehr Informationen anzeigen lassen kann, indem man hier auf Customize geht und dann in die Statusbar geht. Und da kann man sich zum Beispiel anzeigen lassen, Selektion. Und dann sieht man hier, das ist jetzt ein bisschen komisch eingestellt, weil ich hier die Debug-Logs und so zusammen habe. Ich mache die mal zu, die Fenster. So, jetzt ist die Statusleiste hier leerer. Und man sieht hier, was ich selektiert habe. Wenn ich hier das Prefab hier selektiere, bis die Instanz, dann sehe ich genau, welcher Name das ist. Ist natürlich ganz praktisch, wenn es nicht unbedingt gerade hier im Object Browser zu sehen ist. Man kann sich hier auch hinzufügen Performance, dann sieht man, wie viele Objekte hier gerade zu sehen sind in dem Viewport, sowie die Frames per Second und die Triangles, alles wichtige und nützliche Informationen. Man kann sich den Layer anzeigen lassen, auf welchem Layer das hier gerade ist, das selektierte Objekt etc. pp. Sind nützliche Sachen, die man sich hinzuschalten kann. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt die grundlegenden Funktionen des Editors etwas näher bringen. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Zum Beispiel hier die Toolbox, Terrain-Tools, Prefabs, Lichter, Effekte, alles Mögliche. Dafür ist diese Tutorial-Serie gedacht. Und ich möchte euch einladen dazu, die nächsten Videos auch anzugucken. Darüber werden auch meine Kollegen noch etwas erzählen von ihren Spezialgebieten und gemeinsam versuchen wir euch einen guten Einstieg in den Editor zu geben und wünschen euch viel Spaß beim Ausprobieren.